zusammen, Volker hier von der Band Human Fortress, German Epic Power Metal at its best. Kleiner Scherz. Thorsten Wolf von der Band Human Fortress. Ich bin einer der beiden Gitarristen. Wir haben das 20-jährige Jubiläum, Defenders of the Crown. Ihr habt uns ganz viele Fragen geschickt und wir freuen uns vor allen Dingen, dass wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns haben, wo sich sicherlich sehr viele von euch freuen werden und ich persönlich auch, weil ich ihn lange, lange nicht mehr gesehen habe und auch er wird sich euren Fragen stellen. Hallo, hier ist Jotti, ich bin der ehemalige Sänger von Human Fortress und ich freue mich heute hier zum 20-jährigen Jubiläum von Defenders of the Crown dabei zu sein und ich freue mich auch, dass es von eurer Seite aus Interesse gibt zu diesem mittlerweile 20 Jahre alten Metal-Album und ich habe auch zu diesem Anlass meine alten Freunde wiedergesehen und wir haben heute eine schöne Zeit miteinander beim Bier und beim Kaffee zusammen und wir werden euch Fragen beantworten, die euch interessieren. Ja, es ist wirklich schon 20 Jahre her. Ich bin selber auch ein bisschen erstaunt. Wir sind immer noch fleißig dabei, Musik zu machen. Da wird es bald auch ein paar News geben. 20 Jahre, es ist sogar tatsächlich, seitdem die Band zusammen ist oder ich mit Thorsten und Jotti zusammengekommen bin, ein bisschen eher gewesen. Es sind also tatsächlich länger als 20 Jahre Band. Album 20 Jahre, wie man sehen kann. Geht auch an mir die Zeit nicht spurlos vorbei. Was jetzt wirklich 20 Jahre alt ist, das kommt mir eigentlich gar nicht so lange vor. Ja, die Zeit rast, das merkt auch ihr. Der Metal hat sich verändert in den letzten 20 Jahren. Ich erinnere mich, wie wir damals angefangen haben, waren noch total im Fieber, wollten damals epischen Metal spielen. Also ich hatte Einflüsse von Warlord, Blind Guardian, Running Wild, damals wollten wir das spielen. Und als wir Defenders of the Crown vor 20 Jahren aufgenommen haben, hatte ich schon fast den Eindruck, dass der Metal tot ist. Und es gab leider damals wenig Resonanzen. Und dann ging das eigentlich so richtig wieder los, dass viele neue junge Fans hinzugekommen sind. Und ich habe das leider eher so von der Seite betrachtet, dass der Metal wieder groß geworden ist. Und gerade durch viele junge Fans. Und heute ist der Metal stärker als je zuvor. Diese 20 Jahre haben meines Erachtens nach diesen eher dürftigen 90ern und Anfang 2000er, wo alle Leute eher New Metal gehört haben, die letzten 20 Jahre haben den Metal sehr, sehr gut getan. Nur ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich mir tatsächlich mal die Fotos angeguckt von unserem Wacken-Konzert 2003. Und wenn ich dann mal so die Bilder vergleiche, von damals und zu heute und mich heute so im Spiegel angucke, ja, sind es wohl doch 20 Jahre. Der Kontakt entstand meines Erachtens über Thorsten. Also den Kontakt zu Tommy, den hatte ich damals hergestellt. Und das war ganz unspektakulär. Ich habe ihm einfach eine Mail geschickt und hatte mal angefragt, ob er sich vorstellen könnte, uns zu produzieren. Wir haben ein Demo produziert und wir wussten, Tommy Newton hat ein Produktionsstudio ganz in der Nähe. Das war damals im Großraum Celle. Ja, da kam dann recht fix eine Antwort, die einfach nur so lautete, ja, ruf mal durch und wir besprechen mal, wie wir die Produktion auf die Reihe kriegen. Ja, habe ich schon mal gefreut. Wir dachten, ja, ist ja schon mal kein Nein. Und dann sind wir tatsächlich dann zusammen hingefahren, haben mit ihm gequatscht und haben dann Nägel mit Köpfen gemacht. Wir kommen aus Hannover und aus Hannover gab es immer nur zwei große Bands. Das waren Scorpions und das waren Victory. Und da Victory oder insbesondere Tommy Newton zu der Zeit bekannt war, er hatte ursprünglich die Arbeit mit einer Progressive Metal Band namens Conception durchgeführt und seine Produktion war ziemlich gut damals. Wir haben auch die Lord of Earth, damit haben wir ja angefangen, Lord of Earth and Heaven's Journey mit Tommy zu produzieren. Und ich glaube, wir haben bei diesen beiden Alben sehr viel gelernt, auch musikalisch dazugelernt und auch überhaupt das erste Mal so Studioluft geschnuppert. Die Produktion, ja, die habe ich wirklich in guter Erinnerung.
Als wir erfahren haben, dass Tommy sich bereit erklärt oder Interesse an unserer Musik hat, waren wir erstmal total verblüfft und sagen, boah, diese Victory-Legende, ne, man muss ja bedenken, Victory waren wirklich riesig. Man hat Victory zu der damaligen Zeit mit Accept genannt oder zum Teil gut, Scorpions war noch eine Skala drüber. Und als er uns dann ins Studio eingeladen hat, und wir hatten ja noch so amateurhafte Tendenzen, wir waren einfach noch jung zu der Zeit, noch unerfahren. Und wir haben uns auch überlegt, wie kann das unter Umständen passen, weil er kommt ja eher so aus der Hardrock-Schiene und wir wollten eigentlich epischen Power Metal machen. Und es hat ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen, weil er die Band geerdet hat. Das heißt, wir waren noch ziemlich verspielt zu der Zeit. Ich erinnere mich, auch ich hatte so ganz, ganz seltsame Gesangsideen und er hat das Ganze ziemlich kompakt gestaltet. Hat also aus den eher ausufernden Songs hat er so einige Einheiten, so sehr, sehr stabile Einheiten gebaut. Songs, die man heute kennt, wie Dragon Slayer oder Under Blacked Joy vom ersten Album, wären nie so entstanden, wenn er nicht dabei gewesen wäre. War super. Also kann ich nichts Schlechtes sagen. War ein tolles Erlebnis. Ja, Border Raid in Lions March ist bestimmt irgendwie in der Richtung. Also Jotti ist ja, was die Texte betrifft, sehr kreativ. Ja, Tommy hat das mal ganz passend ausgedrückt, ne, zu unserer Musik. Der meinte, ja, für ihn ist das so Epic, Melodic, Battle Metal. Und im Battle Metal steckt eigentlich schon so ein bisschen das, ne, über das wir schreiben. Und gerade so Jotti, der schon gern sich so Fantasy-Sachen anguckt und sich so für Schlachten interessiert hat und für Kämpfe. Und da war es natürlich naheliegend, auch wenn man sich die Musik anhört, das klingt ja schon so ein bisschen nach Fantasy und nach Epic. Border Raid to Border Raid in Lions March. The battle smoke is clear to stop the wrong century and a quarter place. Tonight we Border Raid. Ich glaube, da könnte Jotti euch bestimmt eine halbe Stunde was zu erzählen, dann lassen wir ihn das vielleicht dann auch machen. Ja, Border Raid Alliance March wurde zu einer Zeit geschrieben, in der ich mich stark mit Geschichte auseinandergesetzt habe. Ich erinnere mich nur zu gut, als ich das erste Mal ins Kino gegangen bin und den Film Gladiator gesehen habe. War das 97, 96? Ich kann mich nicht genau erinnern. Dieser Film hat mich ganz, ganz stark inspiriert und hat mich dazu bewogen, Bücher aus der Zeit im Konflikt zwischen Schottland und England zu lesen. Und prinzipiell handelt Border Raid in Lions March genau von der Zeit, wo es Grenzkämpfe gab zwischen den Schotten und den Engländern, wo Schotten die Engländer angegriffen haben und Engländer die Schotten. Und in der Frage wird insbesondere The Flaming Sword angesprochen. Flaming Sword ist eigentlich ein Synonym für Kraft, für Macht. Also Flaming Sword bedeutet nichts anderes als ein machtvolles Schwert im Kampf. Also Border Raid Alliance March ist, auch wenn es stilistisch eher so, wenn ich das Lied höre, könnte ich mir eher so die Epoche um Napoleon herum vorstellen. Also stilistisch klingt es meines Erachtens eher so 18. bis 19. Jahrhundert. Hat doch der Text ganz, ganz klar mit den schottisch-englischen Grenzkämpfen zu tun. Ja, das ist eine gute Frage. Schattentor wurde zu einer Zeit, oder der Text zu Schattentor wurde zu einer Zeit geschrieben, wo ich als derjenige, der die Lyrics geschrieben hat, ganz, ganz stark vom Gaming beeinflusst war. Ich habe weniger Bücher gelesen und habe eher meine Inspiration von Computerspielen geholt. Schattentor ist eine Adaption an das Computerspiel, welches 1998 erschienen ist. Das war das Spiel Thief. Und das war eines der allerersten Stealth-Spiele, wo man sich verstecken musste und man durfte in dem Spiel nicht gesehen werden. Und wenn man gesehen wurde, wurde man attackiert. So etwas gab es zu der Zeit noch nicht. Ne? Also heute, die jungen Leute werden das vermutlich schon gar nicht mehr kennen, weil das heute komplett adaptiert ist im Spielgeschehen. Aber damals war das halt herausragend. Und ich erinnere mich, dass das Spiel ist zwar 98 erschienen, aber ich habe das Spiel damals immer noch geliebt. Und
ich wollte unbedingt immer einen Text dazu schreiben. Prinzipiell hatte ich diese Textidee schon vorgehabt, im Album Lord of Earth and Heaven's Hell zu verarbeiten, aber es entstand halt dann. Und Schattentor deshalb, weil der Hauptcharakter sich in die Schattenwelt begibt. Und Schattentor war für mich nichts anderes als das Tor in die Dunkelheit. Und das war ja letztendlich das, was der Charakter auch gemacht hat. Er ist in die Dunkelheit versunken, um dort seine Diebestaten durchzuführen, um zu stehlen, um Gold zu stehlen und möglichst unerkannt zu verbleiben. Just guide my way to Schattentor, where wandering souls forlorn. For gold, my soul will wander alone, Wir waren im Proberaum, haben gejammt. Es war eigentlich so eine grobe Songstruktur fertig und der Text halt noch nicht. Die Melodien waren da. Wir haben angefangen zu spielen. Und dann singt Jötti irgendwann dieses Wort Schattentor im Chorus. Waren wir erst überrascht, dachte ich, deutsches Wort. Aber es hat uns dann doch so gut gefallen, dass wir es dann einfach behalten haben. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass wir alle sehr begeistert davon der Idee waren, dass wir einen englischen Song haben oder in Englisch sprechen. Der Songtitel als solches aber deutsch ist und Schattentor ist ja nun auch nicht wirklich eine gebräuchliche Vokabel, die klingt auch in Deutsch schon ziemlich mächtig. Ich weiß gar nicht, ob Jötti da improvisiert hatte oder ob er schon irgendwie sowas im Kopf hatte. Ganz ehrlich, es war auch noch eine Zeit, wo deutschsprachige Texte populärer wurden. So um 2000 herum kamen Bands wie In Extremo, Subway to Sally. Die waren alle auf dem Vormarsch und Deutsch wurde wieder ziemlich populär. Und auch ich habe damals überlegt, vielleicht sogar einen komplett deutschsprachigen Titel oder deutschsprachigen Song zu veröffentlichen. Dazu ist es dann letztendlich nie gekommen. Zu Defenders haben wir tatsächlich nur ein paar Einzelgigs gespielt und dann war natürlich da im Sommer der Wacken-Auftritt. Was natürlich ein bisschen schade war, weil gerade so als Musiker willst du eigentlich immer und überall spielen, im Prinzip wo eine Steckdose ist. Ja, da würde ich gerne meine eigene Sicht zu den Tatsachen nennen. Ich erinnere mich, dass als wir das Album veröffentlicht haben im Jahre 2003, sich Dirk Marquardt, unser Keyboarder, entschieden hat, die Band zu verlassen, weil er andere Ambitionen hatte. Und also in der Band gab es für mich immer ein Dreiergespann, was für mich extrem wichtig war für das Songwriting. Das war Thorsten, das war Dirk. Und da Dirk brach für mich weg. Für mich war er auch ein ganz, ganz wichtiger Anker für dieses Fantasy- und Mittelalter-Thema, weil seine Synthesizer oder all das, was er verkörperte, Dirk kam aus dem Folk, er war ein ganz klarer Folk-Metal-Fan. Mit dem Verlassen von Dirk aus der Band brach für mich eine Welt zusammen. Und wir haben ziemlich lange nach einem neuen Keyboarder gesucht, welcher prinzipiell die gleichen Aktivitäten oder die gleiche Klasse bereitstellen kann wie Dirk. Und wir fanden ihn schlichtweg nicht. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit in der Keyboard-Suche verschwendet, anstatt dieses herausragende Album zu supporten. Nach 2005 gelang es dann sogar, dass Dirk wieder zur Band zurückgekehrt ist. Doch dann hat es wiederum zu anderen Umständen geführt, dass wir das Album nicht mehr weiter supportet haben. Dann habe ich leider die Band verlassen. Fehler, rückblickend, ganz klar, ich bereue es, dass ich damals die Band verlassen habe, um dann bei der Hardrock-Band Victory weiter zu singen. Das hatte dann auch stimmliche Gründe, private Gründe. Ich bin davon überzeugt, dass das der Hauptgrund gewesen ist. Natürlich auch ein finanzieller. Es waren Anfragen da nach der Veröffentlichung. Man kann sich aber vorstellen, dass wir einen Großteil unserer finanziellen Möglichkeiten, die wir zu der Zeit hatten, in die Produktion gesteckt haben. Und wir hatten so ein bisschen die Angst, dass wir uns dann vielleicht mit einer möglichen Tour, Deutschland-Tour, Europa-Tour, vielleicht ein bisschen übernehmen. Wir waren damals alle noch in der Berufsfindungsphase. Ich erinnere mich, dass ich damals nicht viel Geld hatte, um eine Tour bezahlen zu können. Und damals hatte ich auch den Eindruck, war der Support von den Plattenfirmen nicht groß genug, um eine Tour zu stemmen.
Das heißt, wir hätten alles selber bezahlen müssen und damals waren wir wirtschaftlich nicht in der Lage dazu. Natürlich ist auch unseren Geschäftspartnern wichtig, dass man da irgendwie auf Tour ist, das Album promotet und den Namen Human Fortress bekannt macht. Jetzt durch die Frage, warum haben wir das nicht gemacht? Ja, ganz einfach. Es war halt durchaus so, dass es da Angebote gab zu touren. Nur, was jetzt viele Leute vielleicht nicht wissen, die sich im Musikgeschäft nicht so auskennen, wenn ich natürlich als Human Fortress, wenn der jetzt keine Superstars irgendwo als Vorgruppe mitspielen möchte, dann muss man Support-Slot bezahlen, was eigentlich eine Beteiligung an den Kosten für die Tournee ist, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Der Haken dabei ist allerdings, dass man zwar an den Kosten beteiligt wird, aber nicht an den Einnahmen. Und die einzigen Einnahmen, die wir als Vorgruppe dann hat, ist das Merchandise. So, und Human Fortress ist ja auch eine Firma, das heißt, wir müssen ja auch wirtschaftlich denken. Und wenn wir natürlich sehen, ein großer Posten an Kosten und wir sehen danach so auf der anderen Seite, was können wir eventuell an Profit machen mit Merchandise, dann ist diese Differenz schon so groß gewesen, dass wir sagten, es lohnt sich einfach nicht. So, natürlich gab es dann auch Stimmen von Geschäftspartnern, die sagten, das müsst ihr als Investment sehen. So, dann müsste man vielleicht mal das Wort Investment definieren. Das heißt, ein Investment ist ja, ich gebe Geld aus mit der Erwartung, dass ich das Geld später wieder einspiele oder bestenfalls sogar Profit damit mache. Nur natürlich, wenn man einen riesen Schuldenberg anhäuft, wo man eigentlich weiß, den wird man niemals abtragen können, ja, dann ist es eigentlich kein Investment mehr, dann ist es eigentlich aus unternehmerischer Sicht eine Riesendummheit. Und darum haben wir es auch nicht gemacht. Thema ist natürlich auch, ist jetzt zwar nicht exakt die Frage dazu, aber das gehört dazu, das Thema Festivals. Weil auch da mal Fragen kommen, warum seid ihr nicht bei diesem oder jenem Festival? Das liegt einfach daran, was die Leute vielleicht auch nicht wissen, dass man als kleine Band eigentlich in der Regel keine Gage bekommt. Sondern teilweise ist das Gegenteil der Fall. Pay to play, was bedeutet, kleine Bands müssen dafür bezahlen, um da spielen zu dürfen. So, und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, so, ich muss dafür bezahlen, um da spielen zu dürfen. Das ist ja im Prinzip so, als würde ich meinem Arbeitgeber Geld dafür überweisen, dass ich da arbeiten darf. So, und das ist natürlich Blödsinn. Und diesen Blödsinn machen wir einfach nicht mit. Nein, ich denke nicht. Wobei ich natürlich noch Ideen habe, die ich nie verarbeitet habe. Komplette Songs gibt es nicht mehr. Wir haben natürlich auch uns die letzten Jahre aus diesem Fundus bedient. Wir hatten sogar zu dem Re-Release von Defenders Jotti nochmal überzeugen können, nochmal 2 Songs mit uns aufzunehmen. Wobei ja der eine Song tatsächlich Human Fortress heißt und We Are Legion. Ich persönlich finde, We Are Legion wäre ein richtig guter Albumtrack auf der Defenders gewesen. Als wir uns 2016 nochmal getroffen haben, das Album nochmal neu zu pressen, haben wir nochmal alte Tapes uns angehört und haben da dieses Riff gefunden und diese Songideen. Und das klang damals, verdammt nochmal, es klang ganz, ganz stark nach Manowar. Und auch ich war sehr, sehr stark im Manowar beeinflusst, also Eric Adams beeinflusst. Und wir haben gesagt, dieses Lied hätte eigentlich auf Defenders of the Crown erscheinen müssen oder zumindest auf den Nachfolger, hat es nie geschafft. Auch danach haben wir durchaus Ideen aufgegriffen aus diesem Fundus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt denke an Evil Curse vom Rated Land Album, der Refrain, der ist aus der Defender Session. Oder das Riff zu Hell Rider auf der Thieves of the Night, das Grundriff stammt auch aus der Defender Session. Oder der Refrain Shining Light von Rain of Gold, auch der ist aus der Defenders Zeit. Und auch auf dem neuen Album haben wir durchaus einige Melodien aufgegriffen, ja, die tatsächlich 20 Jahre alt sind. Das sehe ich genauso. Vinyl war damals 2003 eigentlich gar nicht so das große Thema. Das ist erst später erschienen. Damals haben die Leute wie verrückt CDs gekauft. Allein das Defenders of the Crown Cover, es wäre fantastisch, wenn das nochmal im Großformat als Vinyl erscheinen würde. Aber da bin ich jetzt nicht in den Planungen mit dabei. Da muss ich die Jungs fragen. Das weiß ich nicht. Da haben wir vielleicht in nächster Zukunft eine kleine Überraschung. Ich habe bereits mit unserer Plattenfirma darüber gesprochen. Und unser A&R, der Thomas bei Massacre Records,
der ist großer Vinyl-Fan. So, Thomas, falls du es hier siehst, einen schönen Gruß. Ja, es gibt tatsächlich Pläne, wenn wir nächstes Jahr unser neues Album rausbringen, dass im Zuge dessen dann auch Lord of Earth and Heaven's Hair und Defenders of the Crown auf Vinyl erscheinen soll. Ja, war ich tatsächlich auch etwas überrascht. Nach der Defenders habe ich dann, ich sag jetzt mal, eine Babypause gemacht. Ja, diese Frage haben wir häufig gestellt bekommen und es gab auch viele Vorwürfe von den Fans und sie waren absolut berechtigt. Ihr müsst euch eine Sache vorstellen. Das Album ist 2003 erschienen und die Referenzen waren ausgezeichnet, die Albumreferenzen, aber die Resonanzen waren damals ziemlich gering. Möglicherweise, weil wir nicht live gespielt haben. Und es trat auch bei mir so ein bisschen Zweifel auf. Wir haben gesagt, ist das überhaupt die Musik? Ja, das war die Musik, die wir machen wollten. Also ich denke, die treibende Kraft damals zu diesem musikalischen Bruch, die kam schon von Jotti. Wir haben da so ein bisschen rumexperimentiert mit anderen Songideen, die eigentlich gar nicht für Human Fortress gedacht waren. Ne, das waren dann eher so Metalcore-ähnliche Themen. Auch ich habe mit ein bisschen anders Gesang experimentiert. Das war halt die Zeit, die halt damals so war. Um 2005 herum waren Bands wie Machine Head oder es waren Bands wie Deftones oder Linkin Park populär. Und ich will nicht sagen, dass diese Bands uns beeinflusst haben, beim besten Willen nicht. Also ich habe eine Zeit lang ziemlich viel In Flames gehört und habe damals versucht, so ein paar Songideen in diese Richtung zu entwickeln. Die waren allerdings nie für Human Fortress gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mit dieser Entwicklung nicht so glücklich, weil wir hatten natürlich mit dem Debüt und mit Defenders of the Crown so epischen Power Metal vorgelegt und eigentlich haben die Leute ja ein zweites Defenders-Album erwartet. Und Eternal Empire war nun was komplett anderes. Als ich die Band verlassen habe, wurden dann diese Ideen von einem komplett neuen Line-Up neu aufgewärmt und ja, schade. Meines Erachtens passen sie nicht zu Human Fortress. Ich darf dazu sagen, dass ich mich mit unserem Bassisten Pablo damals drüber unterhalten habe, was das betrifft. Und er hat mir also zugestimmt, dass das Material gut ist, es aber vielleicht dann doch nicht unter dem Bandnamen hätte veröffentlicht werden sollen, weil es halt doch zu anders ist. War ein Riesenfehler, das Ding zu machen und man hätte auch niemals da Human Fortress draufschreiben dürfen auf das Ding. Das ist eine sehr gute Frage. Es gab sogar einen Fan, der hat Defenders of the Crown auf YouTube gestellt in einer komplett akustischen Version. Es klang hervorragend. Dirk und ich waren ganz große Mittelalter-Fans, Pablo auch, unser ehemaliger Basser oder der ehemalige Basser, der damals auch Lord of Earth und Defenders of the Crown bei den Alben mitgewirkt hat. Wir drei waren starke Mittelalter-Fans und haben Songs auf Lab-Mittelalter-Events vorgetragen und in einer komplett akustischen Version. Pablo mit seinem akustischen Bass, unser Keyboarder Dirk mit seiner akustischen Gitarre und ich halt mit einer Rassel und mit meiner Stimmgewalt. Und wir haben damals den Song Defenders of the Crown akustisch vorgetragen, Siege Tower. Wir haben es sogar mit Valiant probiert und sogar, lass mich lügen, sogar Knights in Shining Armor hatten wir probiert gehabt, hatte nicht ganz so gut funktioniert. Und natürlich Lord of Earth and Heaven's Hair. Dazu hatten wir auch versucht, eine akustische Version zu basteln, aber nein, dass wir das aufs Album bringen, soweit hatten wir das nicht überlegt. Aber wäre ich weiter in der Band geblieben, so hätte ich mir vorstellen können, dass wir einige Songs auch akustisch vorgetragen. Also die Idee finde ich grundsätzlich ganz toll, sowas irgendwie vielleicht als Gimmick oder mal so ein Akustik-Set zu spielen, was in der Zeit lang sehr in war und sowas vielleicht mitzuschneiden. Ich würde jetzt irgendwie keine Studioversion davon machen. Aber ich glaube, die Chance, die wurde jetzt verpasst und Jotti kann nicht mehr singen. Und wenn man sowas macht, kann ich mir auch nicht vorstellen, sowas mit einem anderen Sänger als mit Jotti zu machen. Ich wüsste auch nicht, ob es rein akustisch
so diesen Flair vermittelt, den wir da vielleicht eingefangen haben. Ist man jemals zufrieden mit dem Album oder mit einem Album? Voll und ganz ist man ja eigentlich nie zufrieden. Im Nachhinein hätte man vielleicht immer noch mal hier und da Kleinigkeiten geändert. Direkt nach dem Album, also nach der Produktion, ist man ja häufig nicht ganz so glücklich. Also es gibt eigentlich, meistens ist man so, dass man sagt, Mist, das Album ist jetzt fertig und ich hätte gerne noch ein paar Sachen verändert. Aber dann ist es halt immer vorbei, Produktion ist durch. Mit den Songs, die wir damals aufgenommen haben, da finde ich nach wie vor, dass uns da sehr viele gute Songs gelungen sind. Und auch, dass die Songs so gut zusammengepasst haben. Weil viele haben ja auch anfangs gedacht, Defenders of the Crown wäre ein Konzeptalbum. Es gibt so ein, zwei Dinge, die hätte ich verändert. Rückwirkend den Song The Valiant hätte ich heute ein bisschen anders aufgenommen, ein bisschen anders produziert. Den epischen Charakter hätte ich beibehalten. Den Song Holy Grail Mine hätte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders geschrieben. Aber was ich heute rückwirkend nicht verändern würde, ist dieser jugendliche Spirit, der zu hören ist. Das Album ist ziemlich spontan, es kommt ziemlich schnell auf den Punkt. Ich war damals stimmlich absolut auf der Höhe. Ich erinnere mich immer, ich nenne das mal immer so als Vergleich, wenn ich mir die Master of Puppets von Metallica anhöre, da höre ich immer James Hetfield, der hat noch diese junge Stimme und die finde ich einfach nur super. Dieser jugendliche Spirit. Und ähnlich ist es auch auf dem Album, man hört so richtig diesen jugendlichen Spirit in diesem Album. Das höre ich auch in meiner Stimme. Meine Stimme klang anschließend nie wieder so wie auf diesem Album. Leider, man wird halt älter. Und ich war auch eine Zeit lang nicht ganz so glücklich mit der Produktion, aber jetzt, heute, will ich nichts an dem Album verändert haben. Es soll genau so bleiben, wie es ist. Was die Produktion betrifft, ja, da gibt es schon ein paar Sachen, die ich gerne ändern würde. Weil, wenn ich mir jetzt die Originalversion anhöre, nicht den Re-Release, der neu gemastert wurde, da stört mich dann schon, dass das Schlagzeug im Mix ein bisschen zu leise ist. Ich war ja dabei, als Lucky das Ding eingetrommelt hatte, mit was für einer Kraft, was für einer Wucht. Das kommt nicht so rüber. Also ich hätte mir gewünscht, das Schlagzeug ein bisschen lauter zu haben. Ja, wir hatten nach Jottis Rückkehr tatsächlich angefangen mit dem Songwriting wieder und ein paar Ideen aufzunehmen. Zum Beispiel hat hier Raided Land, da war Jotti beteiligt. Dark Knight, da war er beteiligt. Oder Wasted Years, ne, der Refrain, der ist ja auf seinem Mist gewachsen. Da war er involviert. Es hat sich aber dann doch ziemlich schnell herausgestellt, dass die gesundheitlichen Probleme das nicht mehr ermöglichen, dass er mit voller Kraft singen kann und er dann auch selber, denke ich, für sich entschieden hat, dass er musikalisch halt als Sänger nicht mehr weiterarbeiten kann. Ja, das ist meine Schuld. Ich habe der Band unnötig Hoffnung gegeben, dass ich wieder zurückkehren kann. Ich hatte damals ein stimmliches und ich sage es offen und ehrlich, Problem mit Medikamenten. Das heißt, dadurch, dass ich Medikamente zu mir nehmen musste, um überhaupt singen zu können, war ich so ein bisschen in der Euphorie gefangen. Das heißt, einen Tag habe ich mal Medikamente geschluckt, da hat es wieder mit der Stimme funktioniert. Ich spürte keine Schmerzen und wenn ich die Medikamente weggelassen habe, ging wieder gar nichts. Und ich habe damals aus der Euphorie heraus und auch aus der Liebe zu meinen Brüdern in der Band ja gesagt, ich versuche es nochmal, aber die Ernüchterung trat relativ schnell wieder ein, denn ich konnte einfach diese Schmerzen im Kehlkopf nicht unterdrücken. Und wenn wir uns getroffen haben und die alten Songs geprobt haben, kamen relativ schnell wieder diese Schmerzen zustande und ich musste leider abbrechen. Ich war dadurch auch nicht mehr auf der Höhe und war auch nicht zuverlässig, erschien nicht zu den Proben, was mir sehr, sehr wehgetan hat. Glaubt es mir, weil ich bin durch und durch Fan dieser Band und liebe diese Band, als wäre sie mein eigenes Baby. Und es hat mir sehr, sehr wehgetan, damals die Band zu verlassen, zumal sich auch zu Recht Fans beschwert haben, wieso kehrt denn die Band zurück und haut nach kurzer Zeit wieder ab. Das hat mich persönlich sehr verletzt, dass es so passiert ist und ich kann mich bei allen Fans, die einfach eine
neues Material mit mir erwartet haben. Ich kann mich da einfach nur entschuldigen, vom Herzen. Das Demo ist veröffentlicht, daraufhin haben wir uns dann auch bei Tommy Newton mit beworben. Ja, das Ganze ist, glaube ich, auch ein bisschen verwirrend, weil dieses Demo, das findet man im Internet mit unterschiedlichen Cover, sodass man meinen könnte, da wären auch unterschiedliche Songs drauf. Es gibt ein Demo aus dem Jahr 1999 und wir hatten ja im Jahr 2013 unser Debütalbum Lord of Earth and Heaven's Here bei AFM Records neu veröffentlicht. Und da gibt es auch Bonustracks. Das war zum einen Masquerade, das war ein unveröffentlichter Song aus der Defender Session, aber auch 3 Demo-Songs von damals. Also der einzige Song, der aus Platzgründen auf diesem Album fehlt, das ist Little Flame. Aber wer den Song haben möchte, geht auf die Seite von AFM Records, da könnt ihr das Ding kostenlos runterladen. Die Band klang noch ganz, ganz anders. Wir hatten noch nicht so diese mittelalterlichen, epischen Einflüsse drauf verarbeitet. Wir waren eher stärker, also ich erinnere mich ganz, ganz stark von Fates Warning und Dio beeinflusst. Also es fehlten einfach die Keyboards, die Songs klangen sehr, sehr trocken. Auf dem Demo hört man eigentlich ein ganz, ganz anderes Bild von Human Fortress, als wie man es später von Lord of Earth oder Defenders of the Crown kannte. Ja, ich denke, da werde ich alle Fans beruhigen können. Also alles, was Human Fortress ausmacht, das werdet ihr auf dem neuen Album finden. Wir haben Power Metal Songs, diese typischen Metal-Stampfer. Epische Songs sind auch so zwar etwas ruhigere Sachen dabei, aber alles, was Fortress ausmacht, werdet ihr da wiederfinden. Was diesmal ein bisschen anders ist, das hängt aber mit dem Ausstieg von Dirk Lehm zusammen, dass wir beim Songwriting keinen Keyboarder dabei hatten. Und dadurch ist das neue Material sehr gitarrenlastig geworden. Wir haben das erste Mal, glaube ich, seitdem ich überhaupt denken kann, ohne einen Keyboarder geschrieben. Und für mein Empfinden ist es so, dass das Riffing härter geworden ist, dass die Scheibe insgesamt eine recht harte Scheibe geworden ist. Wir haben zwar inzwischen Ersatz gefunden für Dirk Lehm. Die Keys, die wurden erst später zugefügt, aber auch nur da, wo wirklich Keys gefehlt haben. Da haben wir den Keys eingefügt, ansonsten haben wir es dann wirklich roh gelassen. Ja, das wird schon ein ordentlich krachendes, melodisches Metal-Album werden. Oh, das kann ich gar nicht so sagen. Ja, ich habe mir tatsächlich nie einen Kopf darüber gemacht. Ich muss sagen, ich bin ja ein Riesenfan von Herr der Ringe. Und da sind ja auch wirklich schöne Melodien, die auch durchaus mal hier und da zu Human Fortress passen könnten. Natürlich müsste man so ein paar Sachen umarrangieren, aber spontan fällt mir so ein, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen inspiriert hat, das ist hier so Shining Light. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ganz gut in diesen Film reingepasst hat. Der Song Gladiator wurde ja ursprünglich 2001 oder 2002 geschrieben. Ne, 2001 war es sogar. Und zu der Zeit gab es eine riesen Euphorie um den Film Gladiator mit Russell Crowe, der lief damals in den Kinos und hat, ich erinnere mich, auch Lucky, unseren Schlagzeuger Apostolos, Dirk und auch mich extrem beeinflusst. Und der Titel oder der Song Gladiator of Rome ist eindeutig an diesen Film angelehnt. Und was hätte es Besseres geben können, als den Soundtrack für diesen Film zu schreiben? Wobei der Soundtrack von Gladiator ist schon sensationell. Nicht umsonst hat er ja auch einen Oscar gewonnen. Ich habe im Web halt gesehen, dass der Song Defenders, glaube ich, war es sogar, von einem Fan in so ein Videospiel integriert wurde. Also was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, wenn wir Material fertig geschrieben haben oder veröffentlichen, dass dann vielleicht, oder das wäre mir persönlich eine Ehre, vielleicht irgendwie so eine Gaming-Firma auf uns zukommt und sagt, Mensch, hier den Song, der wurde uns nahegelegt und das könnten wir uns gut vorstellen, dürften wir den benutzen. So die Richtung könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen, vielleicht als Filmmusik. Wir hatten damals kurz nach Veröffentlichung von Defenders ein Gaming-Studio, ich kenne den Namen leider nicht mehr, und
die waren ganz angetan davon, Human Fortress in ein Spiel mit einzubeziehen, so wie es damals einst Blind Guardian im Spiel Sacred getan hat oder In Extremo im Spiel Gothic. Und die waren auch Mittelalter-Fans, so wie wir. Und die Idee wurde kurz aufgegriffen, aber sie wurde leider nie in die Tat umgesetzt. Schade, sehr, sehr schade. Oh. Ja, ich glaube, da muss ich gar nicht überlegen. Also alles, was zu Eternal Empire damals aufgenommen wurde, das kann ich mir echt nicht mehr anhören. Zumal dann auch so gerade so die unangenehmen Erinnerungen von damals wieder hochkommen und daran möchte ich auch nicht erinnert werden. Von daher, ich weiß gar nicht, ob ich das nach Veröffentlichung nochmal gehört habe, das Werk. Ja, kann ich nicht mehr hören. Die Defenders finde ich bis heute herausragend. Da gefällt mir jedes Stück an sich genauso, wie es aktuell zu hören ist, mit den Punkten, die ich vorhin im Interview nochmal erwähnt habe, so ein paar Kleinigkeiten. Mit dem ersten Album bin ich nicht ganz so glücklich. Da gibt es einen Song, der nennt sich Little Flame, mit dem war ich nie so ganz glücklich. Und ich glaube, den habe ich mir seit 2000 auch nicht ein einziges Mal mehr angehört, nachdem ich ihn eingesungen habe. Da gibt es tatsächlich keinen. Man müsste ja eigentlich sagen, dass gerade von der Defenders, der Song Defenders of the Crown, dass man ihn irgendwann überhört hat. Das ist aber absolut gar nicht der Fall, bei mir zumindest nicht. Und ich denke auch, wenn andere große Bands unterwegs sind, die haben ihre Classics, die müssen auch diese Classics immer wieder live spielen. Bei diesem Song oder bei überhaupt Songs kann ich das nicht sagen, dass ich mir einen überhört hätte. Frag eine Mutter nach ihrem Lieblingskind, das ist so ein bisschen schwierig. Für mich ist ein kleines Highlight tatsächlich der Song We Are Legion. Da ist auch Jotti tatsächlich drauf zu hören. Den gibt es auch in einer Version mit Gas. Und den gibt es auch noch in einer Version, die wir noch nicht veröffentlicht haben, was aber hoffentlich noch passieren wird. Und das ist für mich, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, das ist tatsächlich ein Song, den ich mir sehr gut auf der Defenders of the Crown vorstellen kann und wo auch Jotti, muss ich sagen, diesen Spirit nach Jahren, wo man sich dann wieder getroffen hat, diesen Spirit eingefangen hat. Wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, ja, dann würde ich sagen, Shining Light, der Song, der bedeutet mir echt viel. Einen richtigen Lieblingssong habe ich nicht, aber ich habe meine Favoriten. Mein absoluter Favorit ist Gladiator of Rome, weil ich den Chorus herausragend finde. Ich liebe das Ende des Liedes, die Melodie, diese Melodramatik am Ende rührt mich jedes Mal zu Tränen. Auch wenn ich selbst drauf gesungen habe, finde ich den Chorus großartig und das Ende, ja, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich es auch noch 20 Jahre nach dem Aufnehmen höre. An zweiter Stelle kommt für mich Knights in Shining Armor, weil der Song eine unheimliche Kraft hat. Er assoziiert für mich die Zeit, in der ich ja, auf Mittelalter-Festivals gewesen bin, in denen ich auf Lab-Events gewesen bin, in denen ich mir Kettenhemden gekauft habe, mich wie ein Ritter gekleidet habe, in denen ich Computerspiele wie Stronghold oder Baldur's Gate gespielt habe. Und an dritter Stelle kommt für mich der Song Schattentor, weil er mich auch an diese Zeit erinnert und ich den Chorus einfach nur genial finde. Das kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Gas ist ein hervorragender Sänger und er vertritt mich hervorragend. Also er passt sehr, sehr gut in die Band. Und ich denke schon, dass wir ähnlich klingen, doch unser Grundtenor liegt doch woanders. Wir haben uns ja damals bewusst nach einem Sänger umgesehen, der durchaus ähnlich klingt. Natürlich war es wichtig, keine Kopie von Jotti jetzt zu finden, aber es muss natürlich jemand sein, der auch die alten Stücke singen kann, die Jotti gesungen hat. Und natürlich auch in
den Gesamtsound der Band passt. Und ja, Gus passt wunderbar. Es ist ein stressfreies Arbeiten. Der passt zu uns, der hat denselben Background. Und ich persönlich hätte mir eigentlich gar keinen besseren Ersatz vorstellen können. Die Sängerfrage zu klären ist immer schwierig. Damit steht und fällt, sage ich mal, der Erfolg oder die Arbeit einer Band. Und es war richtig schwer, Jürgi zu ersetzen. Und mit Gus, meiner Meinung nach, haben wir das wirklich sehr gut aufgefangen. Das ist aktuell mutmaßlich nicht der Fall. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit meinen Brüdern wieder zusammen Musik zu schreiben und auf der Bühne zu stehen. Aktuell ist es nicht geplant. Ich singe auch momentan leider nicht. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wird Jürgi nicht mehr singen können. Aus gesundheitlichen Gründen ist das nicht mehr möglich. Also demzufolge werden wir die beiden nicht zusammen hören. Vielleicht wird das irgendwann mal live unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich sein. Ich weiß es nicht. Ich kann der Band nur alles Gute wünschen. Sie bleiben immer meine Brüder. Ja, was das neue Album betrifft, können wir soweit sagen, dass wir die Vorproduktion fast abgeschlossen haben und da demnächst einiges auf euch zukommt. Das Ganze wird wirklich gitarrenlastiger. Wir haben wirklich sehr großen Wert wiedergelegt auf Eingängigkeit. Das heißt, ihr werdet sehr viele Hooks finden, die ihr wirklich sehr schnell mitsingen könnt, die sofort ins Ohr gehen. Also ich denke, wir werden da ja, ein würdiges neues Human Fortress Album auf den Markt schmeißen. Liebe Fans von Human Fortress, Es hat uns gefreut. 20 Jahre Defenders of the Crown. Vielen Dank nochmal, dass ihr mit uns dieses Jubiläum feiert und auch für die vielen Fragen, die ihr uns geschickt habt. ich bedanke mich für euren jahrelangen Support, für all die Liebe, die ihr uns und auch mir geschenkt habt. Ich weiß, da sind viele Fans draußen, denen ich mit meiner Stimme etwas gegeben habe, die auch Sänger, die durch mich beeinflusst wurden. Ich habe viele E-Mails bekommen, mich haben viele über Social Media angeschrieben. Ich wünsche mir prinzipiell nur eines, dass ihr das Defenders of the Crown Album in eurem Herzen bewahrt und dass ihr meinen Brüdern in Human Fortress weiterhin den Support bietet, wie es die ganzen Jahre getan habt. Vielen Dank. Euer Interesse ist wirklich sehr schön. Das spornt einen so ein bisschen an, weiterzumachen, mit der Musikindustrie zu arbeiten. Und solange wir Songs schreiben können, schreiben wollen und ihr Interesse daran habt, kontaktiert uns jederzeit. Wir fragen auch gerne, beantworten auch gerne Fragen. Ohne ein Jubiläum. Vielen Dank dafür und haltet uns die Treue. Ich denke, wir werden uns demnächst hören. Ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder beim Konzert. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Round